Hallo meine lieben Freunde dieses Kanals, ich bin Wolfgang Ley und das ist der Kanal Bastelei. Ja, und zum Basteln gehört natürlich auch hier meine Geschichte mit dem 3D-Drucker. Ich habe also meinen Tronxy XY2 Pro umgebaut auf Direktextruder. Das heißt, die Filamentführung kommt direkt von oben aus der Spule in die in den Druckkopf. Dadurch ist es ein bisschen komplizierter, den Leermeldesensor mitzuführen. Ja, ich zeige euch das, was ich für eine Lösung dafür mir überlegt habe, und die könnte durchaus auch für alle anderen Drucker interessant sein. Das hat gar nicht mal unbedingt nur was für den Tronxy, es funktioniert garantiert auch beim Ender. Ihr werdet es selber sehen. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei dem Video. So Freunde, dann filme ich hier mal aus der Hand. Ihr seht hier meinen Umbau des Tronxy auf Direktextruder. Das heißt hier der Schrittmotor, der war ja ursprünglich hier drauf montiert, und dann über den Bautenzug, über den Bautenschlauch das Filament da rein in den Druckkopf, und jetzt kommt es direkt von oben. Und der Leermeldesensor, der war ja auch hier hinten montiert, und der ist jetzt hier hochgewandert. Das heißt, ich habe mir hier die Lösung überlegt, weil mein Filament immer von oben kommt, dass ich mir das Ding, hätte man auch in der Mitte fest montieren können, aber da war mir einfach das Risiko zu groß, dass da das brüchig, manchmal hast du ja brüchiges Filament, dass das dann nicht ordentlich da reinführt. Ne? Man hätte es sicherlich auch in der Mitte verankern können hier, und dann zieht er das auch raus, aber dann habe ich dann da oben schon so einen Knickpunkt drin, wie das bei mir eben aussieht, und ich finde das ganz interessant, wenn der da, jetzt ist er unten rechts, wenn der da oben so hin und her geht, und es bot sich an. So Freunde, wie kam ich auf die Idee? Und zwar hatte ich mir mal, weil ich mit meinem Creality CR6 SE durch meine Rumbastelei, das ist eine Geschichte für sich, könnt ihr meine Videos angucken, habe ich gedacht, ich brauchte ein bisschen Ersatzteile, habe insgesamt 2 von diesen Ersatzdruckköpfen komplett, also mit allem Gehäuse, Hotend drin, die Platine und so. Die Einzelteile hätten viel mehr gekostet. Und weil ich hier innen drin die paar Teile gebraucht habe, vor allen Dingen die Platine hier, war bei mir übrig dieses Blech hier, ja, dieses Blech mit den Rollen und auch mit diesem Verstellmechanismus. Ne? Also hier diese Rollen, die genau auf den Schienen des 3D-Druckers wunderbar drin fahren, kugelgelagert. Und die untere, die ist ja mit diesem Exzenter sogar so verstellbar, dass ich die Rolle, die dritte, also oben die 2 und die dritte von unten, so in die Position reinfahren kann, dass die 3 Dinger da ordentlich drauf sitzen. Das hatte ich zuerst mir gemacht. Da habe ich nur gedacht, Mensch, wenn ich euch das da draußen zeige, wer hat denn diese Teile hier? Hat doch keiner von euch. Also habe ich gedacht, was mir auch nicht gefallen hatte, weil hier das Ohr da noch dran baumelt, ja, konstruiert doch mal so ein Teil, womit ihr auch was anfangen könnt. Das ging also hier mit dem ersten los, ja, hier, das passte genau da drauf, und dann das zweite, ja, und hier beim zweiten habe ich die Ausnehmung für die M3 Muttern auf die falsche Seite gemacht, das hätte da drauf gehört. So passiert es oft, dass du dann beim Zusammenbau merkst, ach hier, so, und dann habe ich halt die Konstruktion wieder geändert. Und da habe ich dann halt diese Konstruktion geändert, und seht ihr hier, auf der Gesamtkonstruktion habe ich auch hier ist das weiße Fensterchen drin, das blenden wir mal aus, und dann blenden wir mal den Deckel aus, und wir blenden auch
Ne, die wollen wir noch haben. Wir wollen die Box ausblenden hier. So. Und jetzt haben wir hier vorliegen diese Grundplatte, wo ich mir gesagt habe, ich könnte auch gleich diese Rollen hier mitdrucken. Dieser Filamentsensor, der hat ja auch nicht viel zu halten, aber wäre schon ganz gut, wenn wir hier diese Kugellager drauf laufen haben, und die könnt ihr euch ohnehin bei Amazon oder bei eBay einzeln bestellen. Ist sowieso nicht schlecht, wenn man von den Dingern mal ein paar daheim liegen hat, weil irgendwann sind sie verschlissen und man braucht sie sowieso, ne? Also davon brauchen wir 3 von diesen Rollen. Eine da und dann hängt das Ding schon oben drin, und damit es nicht nach vorne wegkippen kann, setzen wir einfach die dritte Rolle hier von unten so ein. Und anfangs hatte ich das hier mit dem Exzenter gemacht, genau wie das hier mit dieser Exzentermutter ist, ne? Denn das ist ja exzentrisch, ne? Damit ich da 1-2 mm bei einer Drehung gewinne. Und da habe ich mir gesagt, so genau kommt es gar nicht drauf an. Das muss ja nicht, wenn das ein bisschen drauf rumwackelt, macht das überhaupt nichts. Das heißt, es reicht völlig, wenn wir hier uns das so reinsetzen, und hier habe ich in dem Langloch haben wir genügend Platz, um diese Rolle nach oben zu schieben und dann festzuziehen. So, das ist das eine. Das stelle ich euch selbstverständlich bei Thingiverse zur Verfügung. Und hier zeige ich euch nochmal. Die Konstruktion war ja gar nicht so schwer. Ja. Von hier hinten, das ja hinten, ja, und wo von vorne hier die Box drauf montiert wird, wo hier die Schrauben durchgehen, und die M3-Schrauben müssen eben so lang sein, dass sie hier hinten in die eingesetzten M3-Muttern, ja, die kann man gerade so reinpressen, ja, vielleicht sogar ein bisschen mit Sekundenkleber fixieren. Die müssen eben so lang sein, und dann komme ich jederzeit an meinen empfindlichen Schalter hier. Ja. Ach so, hier kommen von unten, das ist M6, da könnt ihr zum einen die haben auch M6 hier unten, wo man diesen Capricorn-Schlauch, den Filamentförderschlauch, da hier oben auch noch reinstecken kann, hier mit so einem kleinen Schnippel vielleicht, wo das Einführen dann leichter geht. Ich habe mir einfach eine Filamentdüse genommen, und zwar eine, erstens, die kosten die auch noch Pfennigkram, die haben nämlich auch M6, die kann man auch da reinschrauben, und habe das mir auf meiner Drehmaschine mit einem 2 mm Bohrer aufgebohrt. Das kannst du auch mit dem Akkuschrauber, wenn du das hier in der Zange hältst, ne, aufbohren auf 2 mm. Und dann habe ich hier vorne allerdings mir eine Fläche dran gedreht an der Drehmaschine. Ja. Da ist das natürlich leichter, und anschließend gebohrt und dann sogar noch mit dem Kegelsenker. Ja. Wenn ihr keine Drehmaschine habt, dann könnt ihr auch hier das Ding in den Akkuschrauber und die Bohrmaschine einspannen und so lange mit einer Feile darüber gehen, ne? Also vorher vielleicht schon im Schraubstock oder einfach so weggefeilt und dann das Ding drehen lassen, bis ich da eine ordentliche Fläche habe da, und dann kann ich auch von der anderen Seite hier mit einem Kegelsenker da dran halten, Messing ist ruckzuck weg, und kann mir da noch einen kleinen Konus, damit ich mein Filament hier leichter einführen kann, weil ich habe mir gesagt, wenn wir das hier hinten einfach in Kunststoff lassen, ist das im Nu ausgelutscht, weil da ständig der Filamentfaden durchgeht. Deswegen habe ich gedacht, ist das ein bisschen haltbarer, wenn man das in Metall macht. Also wie gesagt, die Lösung eleganter fand ich das mit der alten Düse.
Ja, wie ihr gesehen habt, im Moment druckt er mir gerade die Box, wo das Leermeldemodul reinkommt. Also bei Tronxy ist eins dabei gewesen, was direkt hier die Elektronikplatine hier reinkommt und hier der Endschalter, ne, mit dem federnden Blech, das ragt dann hier unten rein. Ja? So. Dazu habe ich natürlich noch einen Deckel konstruiert. Ja? Der Deckel mit den zwei Füßchen drückt so auf die Platine, die dann da unten drin hoffentlich ordentlich fest liegt, und somit braucht man nur 2 Schrauben, und mit den 2 Schrauben wird das Ganze, der Deckel samt Gehäuse, auf dem Schlitten, den ihr eben gesehen habt, montiert. Und dazu habe ich noch ein Fensterchen konstruiert, und das Fenster hier, das kommt genau da rein. Ja? Das ist in 3 Minuten gedruckt gewesen in weiß, und das sieht richtig geil aus, wenn da die LED-Leuchte von hinten das Blau beleuchtet. Zeige ich euch gerade nochmal. Hier, meine Lieben, mal ist hier auch noch in meinem Cura, wo ich die 2 Teile eben gerade noch gesliced habe. Ja, ich drucke die also in 0,2er Qualität. Ich denke, das reicht völlig, weil es ist eine Stunde länger, wenn ich es in 0,12 machen würde. Aber was wahrscheinlich nicht dumm ist, wenn ich euch zeige, dass ich das so senkrecht mir hinstelle. Das ist kein Thema, das druckt er einfach. Ne? Also hier eine ordentliche Auflagefläche auf meinem Druckbett. Das heißt, vorne, wo das Fenster dann hier noch reingeklebt wird, vorne die Fläche, die jetzt hier auf dem, wie heißt denn das Ding, auf dem Bett liegt, da kriege ich eine ordentliche, schöne Fläche hin. Ja? Zumindest bei dem, wo ich jetzt gerade auf der FR4-Platte drucke. So. Das wird ja dann hier dagegen geschraubt. So, und hier rein gucken wir jetzt mal. Warum stelle ich das so aufs Druckbett, wenn ich es hier so gedreht hätte? Wie will denn da, drehen wir das auch gerade noch mal rum, wie will denn hier die Überhänge, da muss ich hier eine Stützstruktur, muss ich mir hier einfallen lassen hier. Also mit der Baumstützstruktur mache ich das. Wie will denn hier mein Baum hier reinwachsen, damit er hier das unterstützen kann? Also das hat überhaupt keinen Sinn so rum. Und deswegen habe ich das hingestellt. So hingestellt. Und jetzt drehen wir es wieder, damit wir es besser sehen. Und nach dem Slicen, ja, müssen wir jetzt gerade nochmal neu slicen. Nach dem Slicen können wir uns das hier 2 Stunden 16 Minuten, können wir uns das mal in der Vorschau angucken, wo der uns jetzt hier die Stützstruktur hinbaut. Ne? Also er kann von außen hier reinwachsen, der Baum, um uns da drin, wo es drauf ankommt, hier Unterstützung zu bieten. Ja? Wichtig ist uns ja nur, dass die Hohlräume ordentlich ausgegossen oder ausgedruckt sind. Hier druckt er natürlich sogar in die Bohrung hinein, also da hätte ich gar keinen gebraucht. Ja? Aber ich fand, es ist sinnvoll, das Teil so aufs Druckbett zu stellen. Können wir noch mal gucken. Der fängt dann praktisch an hier unten mit der Bodenplatte. Jetzt macht er schon ein bisschen Infill. Ich habe ein Infill gewählt, eine Füllung von 60. Ne, das ist schon relativ eng. So, er ist fertig mit dem Drucken.
tadellos. Hier, astrein. Hier, ganz astreine Flächen. Also, ich habe wirklich den Eindruck, dass ich extrem deutlich bessere Druckergebnisse kriege, seitdem ich den Direktextruder mir da drauf gebaut habe. Hier hatte ich früher und bei meinem ersten Prototyp direkt ein Gewinde reingegossen und Gewinde reingeschnitten und nachgeschnitten. Das ist ja eigentlich, reicht das, wenn hier das Gewinde, wenn das einfach so ein bisschen anschnäbelt, sagt der Fachmann. Und wenn ich das jetzt da reindrehe, da schneidet sich das Ding schon sein Gewinde selbst. Und ja, wenn es zu locker wäre, kannst du immer noch einen Tupfen Sekundenkleber dahin machen. Ich habe das nur mal hier mit der M6er Mutter gezeigt. Das war einfacher, als da erst noch ein Gewinde reinzuschneiden. Ich hatte da am Anfang ein Gewinde reingeschnitten und dann drückt natürlich der Gewindeschneider, da war mir das hier aufgeplatzt. Ja, das ist alles Quatsch. Ne? Reicht völlig so, wenn man das so da reindreht. Entweder das eine oder das andere Teil. So, müssen wir nur noch das Fensterchen einsetzen. Ja. Hier, weiß gedruckt. Und es geht bei mir noch ein bisschen stramm. Ich habe es für euch da draußen hier den Rahmen um 500stel größer gemacht, also ringsrum, das ist dann praktisch ein Zehntel. Da müsste es eigentlich besser gehen. Jetzt aber, ne? So, sitzt. So, ich habe eben gerade noch hier in Fusion 360 hier hinten so eine Öse dran gemacht, wo von hier ja das aus dem Filament-Leermeldesensor die elektrische Leitung rauskommt und irgendwie nach hinten weg soll. Und da kann man das hier entweder durchfädeln und nach oben oder nach unten oder nach hinten, wie ihr wollt, mit dem Kabelbinder festmachen. Ja, das hatte mir noch gefehlt. Einfachste wäre gewesen, ich hätte hier ein Loch durchgebohrt, aber ich hoffe, dass es stabil genug ist, dass es innen ein 3 mm Langloch, ja, einfach nur um einen Kabelbinder da dran zu binden, müsste das reichen. Und man sieht es ja überhaupt nicht, was da hinten abgeht. Tja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt was von dem Video gehabt und ihr ladet euch meine Teile von Thingiverse runter und ja, rüstet eure Drucker damit aus. Ich bilde mir ein, das sieht ganz lustig aus, wenn das Ding da oben auch noch ein bisschen hin und her mitfährt. Ja, hätte man auch starr machen können. War halt so meine Idee und ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich auch und so das Übliche. Und ich sage wie immer, bye bye, sagt der Bastelei.